Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen und wir schauen uns heute relativ kurz, denn so viel gibt es nicht drüber zu sagen, relativ kurz einmal den neuen T238 Brushless Motor aus China an. Bedeutet, zu den Warheads, zu dem Option Number 1, zum GP350 sortiert sich jetzt ebenfalls nochmal einer aus China mit dazu. Und ebenfalls werde ich ein bisschen wieder Vergleiche machen, gerade im Vergleich zum Warhead, und die Statistik aktualisieren wir selbstverständlich ebenfalls. So, wie gesagt, neuer Brushless Motor macht ein paar Dinge besser wie der Warhead, aber auch manche Dinge ein kleines bisschen schlechter wie der Warhead. Kostet zum aktuellen Zeitpunkt 112 US-Dollar und ist nur in China einmal erhältlich. Also schauen wir uns das Teil an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also Leute, gehen wir es an. Schauen wir uns einmal diesen Brushless T238 Motor einmal im Detail an. Zunächst mal zum aktuellen Zeitpunkt dieses Videos bekommt ihr den Motor direkt auf der Herstellerwebseite für 112 US-Dollar und das Ganze mit Free Shipping 9 bis 15 Tage. Meiner war gerade mal eine Woche unterwegs, obwohl die aktuelle Situation aus China relativ schlecht ist, muss man sagen. Aber wie gesagt, eine Woche, dann war das Ding direkt da, ging auch komplett einmal durch den Zoll durch. Wie gesagt, 112 US-Dollar. Das Ganze ist aber zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn ihr jetzt auf der Webseite mal schaut, da seht ihr ebenfalls, dass das Ding regulär eigentlich 188 US-Dollar kosten sollte. Das wäre natürlich total überteuert oder total übertrieben. Also ich gehe eher davon aus, dass diese 188 Dollar eher ein bisschen so, ja, so ein Marketing-Gag letztendlich ist. Also ich glaube nicht, dass das Ding irgendwann mal teurer wird wie 112 USD. Dann sind wir ehrlich, das ist auch mit dem aktuellen Dollarkurs teuer genug. So, dann seht ihr, dann bekommt ihr so ein kleines schwarzes, unscheinbares Päckchen. Letztendlich nur T238 drauf. Und wenn ihr das Ganze dann einmal öffnet, findet ihr im inneren Bereich einmal euren Brushless Motor. Hier einmal der Long Type. Ihr bekommt auch aktuell, glaube ich, nur den Long Type, beziehungsweise ein Short Type habe ich auf der Webseite noch nicht finden können. Vielleicht kommt in naher Zukunft nochmal ein Short. Auf jeden Fall aktuell dieser Motor nur als Standard Long Type verfügbar. So, hier einmal der Motor ist mit drin, dann habt ihr hier einmal nochmal so kleine Motorstecker oder Kabelschuhe, quasi wenn die nicht passen, was ihr dran habt, zum Beispiel im EFCS oder sowas, kann ich euch aber beruhigen, habe ich jetzt bei keinem EFCS einmal benötigt. Also ich habe immer die Originalen benutzt, die letztendlich am EFCS einmal mit dran waren. So, und dann seht ihr hier, habt ihr nochmal so einen kleinen Inbusschlüssel mit dabei. Das ist recht schön, den kann man immer gebrauchen, denn der passt perfekt einmal hier hinten für die 4 Schrauben von der Abdeckung und passt ebenfalls, Gott sei Dank, einmal vorne für den kleinen Gewindestift, einmal vom Pinion Gear vorne. So, da sind wir schon beim ersten Punkt, den wir direkt einmal ansprechen müssen. Den Motor ausgepackt, und wenn ihr euch dann das Pinion Gear anschaut, das ist standardmäßig bereits vom Hersteller verklebt mit einer blauen Schraubensicherung. Bedeutet, das seht ihr normal im Gewindestift einmal so eine blaue Schraubensicherung außenrum, hier vorne auch ein kleines bisschen. Das Ganze hält aber nicht wirklich. Bedeutet, nach den ersten Tests mit dem Motor, nach ca. 20 Schuss, hat sich das Pinion bereits einmal komplett gelöst und ist komplett runtergegangen. Also hat die Knifte hat unheimlich geschrien. Dementsprechend gleich mal wieder rausgebaut das Ganze und das Pinion Gear letztendlich jetzt mit einer hochfesten Schraubensicherung, also mit einer roten, einmal verklebt und dann für 24 Stunden einmal anziehen lassen, damit das gesamte Pinion Gear da vorne anständig einmal darauf hält. So, und wenn wir gerade schon beim Thema Pinion Gear sind, der nächste Punkt, was mir aufgefallen ist, ihr kennt es zum Beispiel, wenn ihr schon mal ein Pinion Gear gewechselt habt oder wenn ihr einen Warhead Motor habt, ihr müsst die Pinion Gears teilweise relativ kräftig einmal drauf pressen, beim Warhead teilweise vorher heiß machen, damit das Material sich ein bisschen weitet, damit ihr das Ganze hier vorne einmal auf die Welle einmal drauf bekommt. Das ist übrigens ein D-Type, also D-Type, kein O-Type Pinion Gear. So, und hier ist mir eben aufgefallen, dass das Pinion Gear auf der Motorwelle im Vergleich zu anderen Motoren relativ viel Spiel hat. Bedeutet, ihr müsst da nichts irgendwie aufpressen, sondern ihr schiebt das Pinion Gear einfach auf die Welle drauf und könnt das dann sogar ein bisschen auf der Welle bewegen. Bedeutet, ihr habt hier locker vielleicht 0,1 mm Luft.
Das ist, wie gesagt, das ist von der Passgenauigkeit bei anderen Motoren etwas besser. Also hier, wie gesagt, ein bisschen Luft einmal, Pinion Gear zur Welle. So, ansonsten ist es eigentlich nichts Besonderes. Wie gesagt, ein ganz normaler Long-Type-Motor. Es gibt aber dennoch einige Punkte einmal zu beachten. Der erste Punkt ist der vordere Durchmesser. Den können wir uns mal ganz kurz anschauen. Bedeutet das Teil, was letztendlich oben im Pistolengriff einmal reingeht und in die Gearbox einmal reingeht. Hier haben wir bei T238 einen Durchmesser von 9,4 mm. Wenn wir das mal vergleichen mit einem Standardmotor, gut, was heißt Standard, die weichen immer ein kleines bisschen ab. Zum Beispiel dieser Standardmotor hier hat 9,8 mm Durchmesser und Warhead ist hier sogar teilweise relativ schlecht, denn die schwanken sehr stark. Zum Beispiel hier der Warhead aus meiner Honey Badger, der hat hier vorne gerade einmal 8,99 bzw. 9 mm. Auch das ist nicht ganz perfekt, denn wie gesagt, ja natürlich, jeder Hersteller hat vielleicht hier minimals andere Maße. Aber gerade die Warhead-Motoren sind hier teilweise vom Durchmesser vorne ein bisschen zu klein und dadurch ist das Einstellen oder das Shimming vom Pinion Gear oder zum Bevel Gear relativ schwer, da das Ganze eben ein bisschen Spiel hat und nicht sauber einmal geführt wird. Aber wie gesagt, hier ein kleines bisschen größer beim T238 und der passt dementsprechend auch bei den meisten Gearboxen etwas besser und lässt sich etwas besser einschimmen. Im Regelfall. So, warum im Regelfall? Mir ist ebenfalls noch ein bisschen was aufgefallen. Und zwar hatte ich je nach Knifte ebenfalls ein paar Probleme, den Motor überhaupt sauber installieren zu können. Denn die Maße weichen auch etwas ab. Kleines Beispiel, wenn wir uns jetzt mal die Gesamtlänge von dem Motor nehmen, Aufnahme zum Pinion Gear vorne, dann liegen wir hier bei dem T238 bei 88,7 mm. Vergleichen wir dies wiederum mit einem Standard 480 Motor, dann sind die meistens noch mal minimal ein bisschen kürzer. Wenn ihr hier mal herschaut, der hat 87,9 mm und der Warhead, der müsste auch so in dem Dreh ungefähr liegen. Auch hier liegen wir bei 87,9 mm. Bedeutet letztendlich ist dieser T238 schon mal hier minimalst ein kleines bisschen länger. Um genauer zu sein, 1 Millimeter. So, dieser 1 Millimeter, denkt ihr euch, ja gut, es ist 1 Millimeter, kann ich ja über die Einstellschraube ausgleichen. Ja, das funktioniert leider auch nicht immer, denn auch die hintere Aufnahme hier von diesem Block weicht ebenfalls ab. Der Durchmesser ist relativ identisch, bedeutet hier hinten haben wir einen Durchmesser von 9,8 mm, Standardmotor 9,7 mm und der Warhead hat hier hinten ebenfalls 9,7 mit 9,74 mm. So, also der Durchmesser passt. Wenn wir uns aber jetzt diesen Versatz mal rausmessen, beziehungsweise die Höhe von diesem Punkt, der letztendlich unten vom Pistolengriffboden letztendlich zentriert wird, wo später einmal die Einstellschraube drauf läuft, die Höhe weicht extrem oder weicht sehr stark ab. Zum Beispiel, wenn ihr hier mal herschaut, der hat gerade einmal eine Höhe von 2,2 mm. Mal im Vergleich, Warhead-Motor hat eine, das war ein bisschen viel, das kann nicht passen. Warhead-Motor hat eine Höhe von 3,5 mm und ein Standardmotor, wie dann in den meisten Kniften einmal drin hat, hat eine Höhe von 3,2 mm. Also auch hier ist der Radius hier hinten nicht ganz so hoch und dadurch kann es sehr schnell Probleme geben mit den unteren Platten. Denn auch diese, wie gesagt, auch diese weichen je nach Hersteller einmal ab. So war es mir zum Beispiel überhaupt nicht möglich, zum Beispiel in der Knifte hier, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall war es mir hier nicht möglich, den Motor in den Pistolengriff zu installieren, denn er ist, wie gesagt, er ist 1 Millimeter länger, der Versatz ist unterschiedlich und dann bekommt ihr den Motor gar nicht so weit rein. Bedeutet, ihr könnt zwar die Einstellschraube komplett rausschrauben, es bringt euch aber nichts, denn der Motor liegt bereits hier, quasi in dieser Höhe, wenn wir uns die hier mal rausmessen, mit 4 mm. Hier liegt der Motor quasi bereits einmal auf. Bedeutet, ihr müsstet dann diese Kunststoffhalterung hier unten, müsstet ihr dann einmal modifizieren. Ihr müsst also hier quasi locker 1,5 mm Höhe einmal abtragen, damit der Motor ein bisschen weiter Richtung Ausgang Pistolengriff einmal gedrückt werden kann über die Feder. Ansonsten bekommt ihr den von der Länge überhaupt nicht rein und bekommt ihn auch überhaupt nicht eingestellt. Es gibt auch noch andere, die sitzen dann ein kleines bisschen besser. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal das Bodenstück anschaut. Hier haben wir eben nicht so einen hohen Versatz. Und bei dem Bodenstück und in dieser Knifte passt das Ganze schon deutlich besser.
Also hier, wie gesagt, hier ist zum Beispiel der Warhead und halt auch Standardmotoren von der Installation her fast ein kleines bisschen einfacher. Wie gesagt, da weicht hier doch ein kleines bisschen ab und wenn es nur 1 mm bis 1,5 mm sind, das summiert sich und ihr wisst, wenn ein Motor nicht sauber eingestellt werden kann, dann ist es einfach Murks. Wie gesagt, hier aufpassen, Länge weicht schon mal etwas ab. So Leute, dann schauen wir uns zwei kleine Besonderheiten an bei diesem T238, was jetzt zum Beispiel ein Warhead-Motor nicht hat. So, zunächst einmal, wenn ihr von hinten auf die Platte einmal drauf schaut, dann seht ihr hier so ein ganz kleines Mini-Loch. So, und darunter verbirgt sich ein Potentiometer bzw. ein mechanisch einstellbarer elektrischer Widerstand. Und hierüber könnt ihr die Drehzahl von dem Motor einmal justieren. Standardmäßig kommt das Ding auf Maximum, bedeutet mit einer Drehzahl von 33.000 Umdrehungen. Das Ganze aber natürlich no load, also beziehungsweise ohne Last. Wenn dann natürlich die Last drauf kommt von den Gears und von der Feder, fällt natürlich auch hier die Umdrehung oder die Drehanzahl fällt dann natürlich einmal ab. Aber wie gesagt, maximale Drehzahl 33.000 Umdrehungen. Warum man das Ganze jetzt unbedingt drosseln muss von der Drehzahl, das ergibt sich, ja, da sehe ich jetzt relativ wenig Sinn drin. Das ist dann wirklich nur interessant, gerade internationaler Markt natürlich, wenn ihr irgendwie Full Auto habt, wenn ihr ein DSG-Bild habt und ihr liegt irgendwie mit einem Timing daneben, dass diese 33 km irgendwie vielleicht zu schnell sind mit dem 11.1er, dann könnt ihr das Ganze hier eben einmal runterdrosseln. Aber in Deutschland Semi-Only, wie gesagt, lasst das Ding auf Maximum 33.000 und gut ist. Und wenn dann die Last drauf kommt, dann fällt er halt irgendwo auf 27.000 einmal runter. So, das möchte ich auch mal ganz kurz demonstrieren. Bedeutet, ich habe hier so ein lustiges Kabel gestern Abend mal zusammengelötet. Wir stopfen hier zunächst einmal Plus an. Genau hier können wir vielleicht noch gleich ansprechen, wenn wir gerade schon die Platte ansprechen, was sehr gut ist, was ich sogar deutlich besser finde wie bei Warhead. Die Anschlüsse oder die Konnektoren sind deutlich solider wie bei Warhead gefertigt. Bedeutet, die sind deutlich dicker gefertigt, die verbiegen euch nicht und sind auch super mit der Platine einmal verbunden. Also selbst wenn ihr da vom Titan irgendwie die Kabel draufknüllt und drauf presst oder sowas, die Dinger halten bombenfest. Wie gesagt, ich hatte am Anfang echt ein bisschen Angst, aber ich habe da gedrückt und gepresst, dass der Stecker drauf ging. Nix, die Dinger sitzen immer noch hervorragend einmal dran. Das können wir uns dann vielleicht gleich mal anschauen, wenn wir mal die Platte runter machen. Die sind also deutlich besser wie bei Warhead einmal. So, jetzt zeige ich euch mal kurz dieses Potentiometer. Bedeutet, wir stecken jetzt einfach hier mal direkt quasi in Akku an. Bedeutet, wir gehen direkt mit Plus und Minus einmal drauf und stopfen hier jetzt einfach mal einen 7,4er an. Ach, lasst mich mal. Ach, Feder habe ich schon gar nicht drauf. Gut, das passt. So, jetzt seht ihr, jetzt läuft das Ding eben kontinuierlich 7,4 Volt Akku. Und jetzt, wenn ihr mal hinhört, jetzt könnt ihr hier hinten eben mit einem kleinen Schlitzschraubendreher einmal rein und die Drehzahl sozusagen reduzieren. Ich hoffe, das hört man ein kleines bisschen. Also hier das Ganze eben mit einem kleinen Schlitzschraubendreher einmal zum Einstellen von der Drehzahl. Aber wie gesagt, ob das jetzt einen Bock fett macht, dass man das Ding jetzt runterdrosseln kann, wie gesagt, man könnte es mit einem anderen Akku ebenfalls ausgleichen, man könnte es mit den Gears ausgleichen. Aber wie gesagt, wer es unbedingt braucht, internationaler Markt, vielleicht recht interessant, bei einem DSG oder bei einem sehr schnellen System oder bei einem sehr starken Akku, könnte man das Ganze einmal hier manuell quasi über einen Widerstand einmal oder über ein Potentiometer einmal reduzieren, die Drehzahl. Für uns in Deutschland ganz klar, das Ding auf Maximum 33.000 Umdrehungen, Auslieferungszustand und dann kann man da letztendlich durchhauen, was man will. Wie gesagt, auch 13.1 ist natürlich hier kein Problem, wenn es um das Thema Gears geht. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt lasst uns mal kurz diese Platte hier einmal runterschrauben, denn auch hier macht der T238 etwas anders von der Elektronik im Vergleich zum Warhead-Motor. Bedeutet, obwohl wir können vielleicht schon mal anfangen, solange ich hier einmal runterschraube, bedeutet, ihr kennt es beim Warhead, und ich habe es euch beim Ronin-Video auch gesagt, der Warhead kann aufgrund seiner Elektronik nicht gut mit Aktivbremsen einmal umgehen. Bedeutet, er kann eigentlich nicht aktiv gebremst werden. Also die Elektronik, das kann es einfach nicht. Egal, ob ihr jetzt einen Titan drin habt, ob ihr einen Aster drin habt, ob ihr einen Core drin habt oder whatever. So, und das löst aber T238 besser wie Warhead.
So, bedeutet, wir nehmen jetzt hier einmal die Kappe ab und dann werdet ihr auch sehen, wie das Ganze vonstatten geht. Denn wenn ihr hier oben drauf schaut, seht ihr hier einen großen Kondensator. Bedeutet, dieser Kondensator lädt sich natürlich auf und speichert sozusagen einmal, ja, speichert einen gewissen, ja, Strom sozusagen oder halt Spannung. Wie gesagt, Elektroprofi. So, jetzt wenn jetzt natürlich das EFCS den Zyklus abgeschlossen hat, dann nimmt das EFCS letztendlich einfach nur die Spannung vom Motor weg. Bedeutet, die Elektronik bekommt keinen Strom mehr, kann dementsprechend nicht mehr bremsen. Wie gesagt, eine Elektronik ohne Spannung funktioniert halt einfach nicht. Das habe ich euch beim Warhead-Motor schon erklärt. Wie gesagt, wenn ihr Warhead-Motor, wenn die Aktivbremse kommt oder wenn einfach der Zyklus abgeschlossen ist, dann wird einfach der Stromkreis quasi geöffnet oder unterbrochen sozusagen und dann bekommt der Motor gar keinen Strom mehr. Bedeutet, er kann nicht aktiv gebremst werden. Wie gesagt, habe ich euch im Ronin-Video schon erklärt, wie das Ganze mit dieser Aktivbremse einmal funktioniert. Und hier aber das Schöne, wenn ihr diesen T238 mal bei einem Bugatti Core einbaut, bei einem Titan einbaut, bei einem Aster einbaut, funktioniert hier die Aktivbremseneinstellung wirklich sehr gut. Bedeutet, hier wird im Kondensator eben ein kleines bisschen Spannung oder halt ein bisschen Strom gespeichert. Und wenn dann der Zyklus abgesprochen wird, entlädt sich das Ganze und nutzt die Spannung vom Kondensator, um den Motor einmal abzubremsen. Und dementsprechend, ich habe es auch getestet mit dem Titan, wenn ihr 0% AB einstellt im Titan, dann bremst das Ding überhaupt nicht und ihr habt ein Precocking von ca. 60% drauf. Stellt ihr es auf 50% AB einmal ein im Titan, bremst das Ding wunderbar weiter vorne und stellt ihr es auf 100% ein, die Aktivbremse, bremst er umgehend nach dem Schusszyklus einmal ab. Selbst bei ICS könnt ihr das wunderbar kontrollieren. Das Sektorgear bleibt immer komplett einmal vorne, immer 100% an derselben Position einmal stehen. Und auch das Bugatti Core läuft mit dem T238 deutlich besser wie mit dem Warhead. Bedeutet, selbst in 3 Kniften mit dem Core, wo es auch in der Honey Badger immer wieder Aussetzer und sowas gab, hier mit dem T238 gar keine Probleme gehabt. Also es läuft bis jetzt mit jedem EFCS wirklich tadellos. Also hier besser von der Elektronik umgesetzt im Vergleich zum Warhead-Motor. Wie gesagt, es gibt dann auch noch ein paar Punkte, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber wie gesagt, hier auf jeden Fall im Vergleich zum Warhead Aktivbremse kann der T238 deutlich konstanter und deutlich besser handeln, wie zum Beispiel ein Warhead-Motor. So, und dann können wir uns ebenfalls die Kontakte eben jetzt hier im offenen Zustand noch kurz anschauen. Wo sind wir scharf? Ach so, ungefähr müsste es scharf sein. Da seht ihr, der Kontakt ist erstens mal vom Durchmesser deutlich fetter wie bei Warhead, also deutlich solider das Ganze. So, und dann geht dieser ganze Kontakt durch die gesamte Platine einmal durch, wird von unten auf der Rückseite verlötet und ebenfalls auf der oberen Seite nochmal verlötet. Also doppelt verlötet. Und dementsprechend, die Dinger halten wirklich bombenfest. Also auch hier muss man sagen, ein Pluspunkt für den T238 Brushless Motor. Also Aktivbremse im Vergleich zum Warhead und ebenfalls in Kombination von unterschiedlichen EFCS-Herstellern oder EFCS-Systemen der T238 schon mal etwas besser. So, wo der T238 aber allerdings etwas schlechter ist und vermutlich auch aufgrund eben des Kondensators einmal drin, ist die Temperaturentwicklung. Ihr wisst, oder wer die ganzen Videos zu den Warheads einmal gesehen hat und die ganzen Statistiken von mir kennt, ihr wisst, dass Warhead-Motoren eigentlich keine Temperatur aufbauen. Bedeutet, wenn das mit den Dingern mal übertreibt, ja gut, dann werden die Teile halt vielleicht mal 30 Grad warm oder vielleicht mal 35 Grad. Je nach Akku, je nach System vielleicht. Also das sind eigentlich die kühlsten Motoren eigentlich, die es gibt, die Warhead. So, hier muss ich sagen, ist der T238 leider nicht so gut. Wir werden es jetzt dann gleich auch in der Statistik einmal sehen. Bedeutet, das Ding baut deutlich mehr Temperatur auf und ich gehe davon aus, dass es eben an diesem Kondensator oder an dieser Aktivbremse eben einmal liegt. Denn wenn wir das uns mal anschauen, wenn wir hier 150 Schuss relativ zügig einmal durchhauen, dann liegen wir bereits nach kürzester Zeit einmal bereits bei 45 Grad Celsius. Und wenn ihr dann ein bisschen weiter zockt und vielleicht mal 300-400 Schuss einmal raushaut, dann steigt die Temperatur ebenfalls minimals noch weiter einmal an. Bedeutet, wir landen dann irgendwo bei 50 bis 55 Grad Celsius. Also hier im Vergleich zum Warhead baut der T238 deutlich mehr Temperatur einmal auf und ist hier gerade im Bereich Temperatur eigentlich auf einem Niveau von einem Bürstenmotor. Also dieses Feature eben,
ja, dass eben die Motoren, diese Brushless, so kühl bleiben. Da kann der T238 leider nicht ganz so gut einmal punkten. Ihr habt aber jetzt keinen Pistolengriff, der irgendwie sofort zum Glühen irgendwie anfängt, wie mit einem super High-Speed-Motor. Das ist hier nicht der Fall. Aber wie gesagt, hier sind die Warheads Temperatur deutlich besser wie der T238. So Leute, und selbstverständlich wird es auch heute wieder etwas trocken, denn natürlich habe ich auch diesen Motor einmal in unsere schöne Statistik einmal aufgenommen. Und hier beginnen wir einmal wieder bei den Strömen bzw. beim Current. Hier muss man sagen, liegt eigentlich der T238 auf einem identischen Niveau zu den Warhead Brushless Motoren. Bedeutet, wir haben hier einen Zyklus oder bei einem Zyklus einen Strom von 28 Ampere und in der Spitze beim Andrehen erreichen wir 43 Ampere. Bedeutet, somit kommt der T238 letztendlich kurz nach dem Warhead Base 35K. Aber wenn ihr euch die Werte mal anschaut, kann man das eigentlich ja fast gleichstellen. Aber auch hier möchte ich wieder ganz kurz darauf eingehen. Alle diese Werte sind nur mit dem Titan einmal ausgelesen von Gate und entsprechen letztendlich nicht ganz den realen Bedingungen. Bedeutet, wer ein Oszilloskop zu Hause hätte, der würde die Werte deutlich besser oder ja, deutlich aussagekräftiger einmal rauslesen können. Da ich aber damals angefangen habe, die Werte vom Titan zu verwenden, muss ich das Ganze jetzt auch letztendlich so weiterführen. Hier möchte ich eben nur darauf eingehen, dass, wie das letzte Mal auch schon angesprochen, dass ihr hier zwar einen relativ kleinen Peak einmal habt von gerade mal 43 Ampere und auch die Warhead-Motoren hier bei dem Titan einen sehr kleinen Peakwert eigentlich haben. Aber wenn ihr das Ganze eben im Millisekundenbereich mit dem Oszilloskop rausmessen könntet, dann werdet ihr hier ganz schnell auf 80 bis 90 Ampere einmal kommen in den ersten 1-2 Millisekunden. Bedeutet auch die Stromspitze kann im 1 bis 2 Millisekunden Bereich deutlich höher einmal sein. Das sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, wäre ich jetzt Elektrofachmann, würde ich vielleicht sogar mir mal so ein Oszilloskop kaufen, sehe ich aber zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht ein. So, dann geht's weiter. Also wie gesagt, Ströme eigentlich gleich bleiben und auch beim Cycle sind wir gut mit vorne dabei. Zwar auch hier nicht ganz so schnell wie die Warhead-Motoren, aber auf dem gleichen Niveau wie letztendlich der Base 27K. Bedeutet, wir haben hier eine Zyklenzeit beim Standard-ICS-System wie alle anderen Motoren eben auch 18:1, 120er Feder einmal drin von 49 Millisekunden. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, wir haben hier einen 33K Motor, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen schneller sein können. Aber wie gesagt, die paar Millisekunden, die reißen es meiner Meinung nach nicht raus. Und dementsprechend kann man eigentlich sagen, Ströme, Zyklenzeit mit den Warhead-Motoren einmal vergleichbar. So, dann können wir uns gleich einmal den Verbrauch bzw. den Drain anschauen. Und hier ist der T238 etwas schlechter wie die Warhead-Motoren. Ihr seht, wir liegen hier bei 0,27 mAh pro Schusszyklus. Und das ist immer noch super. Natürlich, gerade im Vergleich zu einem Bürstenmotor ist es tadellos. Aber eben nicht ganz so gut wie die Warhead-Motoren. Hier schieben wir eben den T238 kurz nach dem Ronin einmal rein von Warhead. Wie gesagt, ist natürlich immer noch deutlich besser wie ein ganz normaler Bürstenmotor, aber nicht ganz so perfekt vielleicht wie der ein oder andere Warhead-Motor. Und dann macht sich das Ganze natürlich auch einmal bemerkbar, wenn wir jetzt wieder umrechnen auf 1000 Milliampere-Stunden, wie viel Schuss bekommen wir letztendlich einmal raus. Und hier liegen wir bei 3700 Schuss, wie gerade schon gesehen, ebenfalls nach dem Ronin selbstverständlich von Warhead. Wie gesagt, immer noch besser wie bei einem stinknormalen Bürstenmotor, kommt aber nicht ganz an die sehr guten Warheads einmal ran, wenn es um den Verbrauch geht. So, und dann sind wir abschließend bereits bei der Temperatur angekommen. Hier eben nach 150 relativ zügigen Schuss. Bedeutet auch, wie eigentlich bei jedem Motortest, nicht einfach 150 Schuss, gib ihm, sondern immer mal 5 Schuss, dann wieder ein bisschen Pause, dann mal wieder 3 Schuss, wieder Pause gemacht. Einfach wieder so eine Spielfeldsituation ein kleines bisschen versucht zu simulieren. Und hier steigt die Temperatur doch relativ zügig auf 45 Grad Celsius. Und wie gerade auch schon angesprochen, wenn ihr das dann weiter betreibt und eben mal 300 Schuss raushaut, dann steigt die Temperatur weiter an. Bedeutet, ihr liegt dann irgendwo bei 50 bis 55 Grad Celsius. Und dementsprechend, wie gerade schon eben angesprochen, hier in der Statistik Temperatur ist der T238 leider nicht so gut wie die Warhead-Motoren.
Könnte, wie gesagt, an dem Kondensator liegen, da er eben deutlich besser mit Aktivbremsen einmal klarkommt. Und ihr kennt das ganze Spiel letztendlich auch von Bürstenmotoren. Auch hier werden die deutlich heißer, wenn ihr natürlich viel AAB einmal verwendet oder wenn das EFCS sehr stark einmal abbremsen muss. Dann wird eben auch ein Bürstenmotor deutlich heißer, wie wenn er jetzt nicht so stark abgebremst werden muss oder eben auch komplett ohne AAB einmal laufen kann. Also hier kann man das Ganze vielleicht ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, aufgrund der Aktivbremse oder der funktionierenden Aktivbremse die Temperatur entsprechend einmal höher. So Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Relativ kompaktes Technikvideo zu diesem T238 Brushless Motor. Diese ganzen Grundinformationen, was ist der Unterschied Brushless zu einem Bürstenmotor, wie verhält sich es mit Bürsten, wie funktioniert es innen drin mit einer Aktivbremse und sowas, das haben wir bereits in den vorherigen Motorenvideos einmal angesprochen. Bedeutet, braucht ihr da mehr Informationen, wollt ihr euch da genauer informieren? Wie gesagt, schaut euch einfach die Motorenvideos zu diesen ganzen Warheads einmal vor 2-3 Monaten einmal an. Da wird alles einmal drin erklärt. So, zusammengefasst, T238 Brushless Motor macht im Vergleich zu einem Warhead einiges besser, aber auch ein paar Dinge schlechter. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Da ist ganz klar das Thema Aktivbremse ganz weit vorne. Denn wie gesagt, egal ob ich das Ding jetzt bei einem Titan, mit einem Titan kombiniert habe, mit einem Aster kombiniert habe, mit einem Bugatti Core kombiniert habe, mit einem Perun kombiniert habe, der Motor hat gerade bei der Aktivbremse deutlich besser funktioniert wie der Warhead. Bedeutet, er bremst so, wie es eingestellt ist. Stellt ihr das Titan auf 0% AAB oder auf 20%, es funktioniert. Ihr könnt richtig schön am Pisten sehen, 0% AAB, der Pisten wird fast komplett einmal vorgespannt. Da keine Aktivbremse vorhanden. Stellt es runter, 50% AAB. Ja, Pisten bleibt noch circa bei 30% Precocking stehen. Oder ihr knallt die AAB auf 100%, er bleibt komplett einmal vorne sauber stehen. Je nach Akku natürlich, nutzt jetzt einen sehr starken Akku, würde auch hier minimal ein bisschen weiter drehen, aber er reagiert einfach auf die Aktivbremse. Und das ist eben beim Warhead-Motor nicht der Fall. Ich gehe ganz stark davon aus, wie gesagt, ich bin kein Elektriker. Wenn man sich das Ganze aber mal anschaut, meine Theorie ist eben, dass aufgrund des Kondensators, der hier auf der Elektronik mit drin verbaut ist, dass einfach hier ein bisschen Spannung gespeichert wird und diese Spannung wiederum für die Aktivbremse genutzt wird. Denn wie gesagt, ein Warhead, wenn das EFCS einfach sagt, gut, der Zyklus ist abgeschlossen und nimmt den Strom einfach weg, dann dreht der Warhead halt einfach zu Ende. Also er wird nicht aktiv gebremst. Das kann der Warhead durch seine Elektronik nicht. Wie gesagt, hier funktioniert das Ganze. Wie das T238 genau löst mit der Platine oder mit der Elektronik, wie gesagt, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. So, also das ist in Ordnung und rein von der Performance würde ich ihn sogar mit den Warheads gleichstellen. Er ist hier mal ein paar Millisekunden langsamer vom Zyklus oder sowas und auch von den Amperes vielleicht minimals höher. Aber das ist immer noch im Vergleich zu einem normalen Bürstenmotor deutlich, deutlich besser. Auch Effizienz 0,27 mA pro Zyklus in einem Standardsystem, das passt alles. Also hier würde ich die Warheads und den hier einmal, das schenkt sich nichts. Wie gesagt, Performance ist auf jeden Fall da. Die Einstellung oder die manuelle Einstellung über den Widerstand oder über diese Einstellschraube, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das Sinn macht. Wie gesagt, ja, voll aufgedreht, 33.000 Umdrehungen. Man kann ihn relativ weit runterschrauben, aber warum? Also das macht dann wirklich vielleicht nur Sinn irgendwie in einem DSG-Bild irgendwie Full Auto oder in Kniffen mit einer sehr schwachen, federstarken Akku, dass die Waffe vielleicht zu schnell wird vom Motor. Dann kann man das Ganze hier ein bisschen einstellen, aber ich denke mal 99% der Leute, die sich den Motor reinmachen, lassen das Ding einfach auf 33.000 stehen und fertig. Denn wie gesagt, er ist auch nicht zu schnell mit 33.000 Umdrehungen, denn wenn natürlich die Last draufkommt, dann fällt natürlich auch die Drehzahl einmal ab. Das ist bei jedem Motor einmal der Fall. Also das ist alles vollkommen in Ordnung. Und was er auch sehr gut macht, sind die Anschlüsse oder die Stecker fürs EFCS. Hier deutlich besser wie bei Warhead, deutlich dicker und eben durch die Platine, durch beide Seiten verlötet. Sie lassen sich null verbiegen und sie sind einfach ordentlich befestigt. Also hier im Vergleich zu einem Warhead, die Befestigungen für die Kabel oder die Anschlüsse deutlich, deutlich besser. Haben sie echt gut gemacht, kann man gar nicht schimpfen. So, wo der Motor leider nicht ganz so gut ist, ist natürlich einmal die Temperaturentwicklung. Bedeutet, gerade im Vergleich zu einem Warhead wird er selbstverständlich deutlich wärmer. Das habe ich euch gesagt, das habt ihr auch in der Statistik gesehen.
Da gehe ich aber davon aus, dass es eben aufgrund der Aktivbremse ist. Denn wie gesagt, auch bei einem normalen Bürstenmotor, je stärker ihr abbremsen müsst nach dem Zyklus, desto heißer werden die Bürstenmotoren. Und ich denke, das kann man fast ein bisschen auf den Brushless umlegen, dass auch der jetzt hier einfach ein bisschen wärmer wird, weil er aktiv gebremst wird, je nach EFCS-System. Wie gesagt, ein bisschen mehr Temperatur verhält sich genauso von Temperatur wie ein guter Bürstenmotor. Dementsprechend, er fängt nicht zum Kochen an oder sowas, er wird halt ein kleines bisschen wärmer. So, was ich nicht so gut finde, sind die Maße. Hier hatte ich bei manchen Modellen massive Probleme. Bedeutet, der gesamte Motor inklusive Pinion Gear und Welle ist im Vergleich zu anderen 1 bis 1,5 mm länger. So, das hört sich nicht viel an, macht sich aber im Pistolengriff unten unheimlich bemerkbar. Bedeutet, bei manchen Modellen müsst ihr dann sogar hergehen, aufgrund des zu geringen Versatzes hier hinten, und müsst unten am Pistolengriff diese Motorplatte überarbeiten, müsst ihr ein bisschen kürzen, damit ihr den Motor überhaupt reinbekommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie Probleme gegeben hat von der Größe, aber auf jeden Fall, der weicht im Vergleich zu einem Standardmotor von der Länge leider etwas ab. Nicht ganz so toll, da sind die Warheads besser. Und wo die Warheads auch ein bisschen besser sind, ist die Aufnahmewelle, ist ein D-Type Pinion Gear. Da ist die Welle nicht wirklich passgenau. Bedeutet, das Pinion Gear hat auf der Welle selber relativ viel Spiel. Wenn ihr mal überlegt, normalerweise presst man sowas auf oder drückt es mit sehr viel Kraft drauf oder muss es heiß machen. Hier könnt ihr das Pinion Gear einfach draufschieben, dann habt ihr sogar, wenn ihr mal testet, habt ihr sogar, wie gesagt, ungefähr 0,1 Luft drin. Also das ist bei anderen Herstellern etwas präziser gefertigt und natürlich aufpassen, falls ihr euch den kaufen solltet, unbedingt Pinion Gear das allererste Mal runter machen, denn die Originalschraubensicherung hält nicht. Das hat sich bei mir nach 20, 30, 40, 50 Schuss, hat sich das Pinion Gear bereits gelöst gehabt. Also, wenn er neu kommt, Pinion Gear lösen, runter machen, hochfeste Schraubensicherung verwenden, eine rote, und das ganze Pinion Gear einmal und die Schraube ordentlich einmal draufschrauben und verkleben. Dann hält das Ganze. Also hier muss man sagen, sind die Warheads vielleicht ein kleines bisschen besser. So, die Welle selbst oder die Aufnahme ist hier im Vergleich zu Warhead ein kleines bisschen dicker und sitzt dementsprechend bei manchen Gearboxen etwas schöner zentriert drin, beziehungsweise die Führungshülse. Da hat Warhead teilweise extreme Ausreißer drin, bedeutet, da schwankt der Durchmesser vorne bis um 0,4 mm. Und das kann dann bei manchen Systemen Probleme machen mit dem Einschimmen, Pinion Gear zum Bevel Gear. Und wie gesagt, hier ein kleines bisschen dicker und sitzt dementsprechend etwas schönerer oder etwas zentrierter einmal drin. Also wie gesagt, 112 US-Dollar aktuell. Shipping war sehr, sehr schnell. Also es gab keine Probleme jetzt irgendwie, auch aufgrund der aktuellen Lage. Ich musste jetzt keine 6 Wochen auf das Ding warten. Wie gesagt, eine Woche war das Ding da, war sauber verpackt. Und wer jetzt einen neuen Motor sich kaufen möchte und jetzt vor der Entscheidung steht, kaufe ich mir jetzt einen Warhead oder kaufe ich mir einen T238, da würde ich meine Entscheidung etwas dem EFCS-System und dem System selbst überlassen. Bedeutet, habt ihr ein System, wo ihr eben die Aktivbremse einstellen müsst oder relativ viel AB einmal braucht, vielleicht durch einen Stroke oder irgendwas oder Tappet Blade Timing, oder ihr habt ein EFCS drin mit einer intelligenten Aktivbremse, wie das Core zum Beispiel, dann wäre es meiner Meinung nach wirklich eine Überlegung, auf den T238 zu gehen. Habt ihr ein stinknormales System, 16 Zähne, passt euer Timing von der Tappet Blade, habt ihr einen Titan drin oder einen Aster, dann kann man immer noch problemlos einmal zu diesem Warhead Base 27K einmal greifen, denn es ist meiner Meinung nach der beste Motor für einen Semi-Betrieb, also Semi-Only. 27K, Base, passt einwandfrei, kostet zurzeit 99 € und bekommt man direkt in Europa, in Dänemark zum Beispiel. Wie gesagt, 99 € ist in Ordnung. Und wer bei uns im Discord ist, der bekommt sogar noch ein bisschen Rabatt drauf. Also Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, könnt ihr euch entscheiden. Ich finde ihn überhaupt nicht verkehrt, reiht sich schön ein und ist definitiv zu den Warheads eine sehr angenehme Alternative. So, habt ihr noch weitere Fragen? Möchtet ihr irgendwas ergänzen, weil ihr jetzt Elektriker seid und euch mit dem Mist auskennt? Jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Hat euch dieses Video gefallen? Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich wie immer wieder mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.